großer Bahnhof im Frankfurter Bahnhof. Heute wird aussortiert. Einmal im Jahr wird bei der Radversteigerung so ziemlich alles, was Räder hat, unter die Leute gebracht. Selbst der langjährige Leiter im Bahnhofsservice, Muharrem Warka, staunt, was alles immer wieder so verloren geht. Hier sehen wir gerade 100 Fahrräder davon, die im Bahnhofsgelände liegen gelassen wurden, in Zügen liegen gelassen wurden, den Weg dann zur Fundstelle am Frankfurt Hauptbahnhof gefunden haben. Ich wundere mich aber Jahr für Jahr wie immer, schöne, gute Fahrräder, aber auch Kinderwegen und andere Sachen wie Rollatoren stehen gelassen werden und dann unter den Hammer kommen müssen. Also nicht nur Fahrräder. Vergessen und zurückgelassen wird vieles. Diese Fundstücke gehen bei Nichtabholung nach Wuppertal und werden dort in der zentralen Bundesbahn-Fundstelle einmal in der Woche versteigert. Ja, jetzt kommen wir zum Fundsachenraum. Hier bewahren wir die Fundsachen auf, die nicht hier versteigert werden. Wir haben jetzt bis zum Halbjahr also über 6.200 Fundsachen gehabt. Davon konnten wir über 50% an den Mann bringen. Die meisten Fundsachen waren Handys, dicht gefolgt von Portemonnaies und EC-Karten. Anderweitig verlieren viele Menschen auch Earpods, Kopfhörer, dann natürlich auch viele Handtaschen, Fahrradhelme. Mehr als 250.000 Gegenstände kommen jährlich in deutschen Zügen und Bahnhöfen abhanden. In Frankfurt im Schnitt 63 pro Tag. Alles, was einen Zeitwert von mindestens 15 € und die Chance einer Zuordnung hat, wird 7 Tage, maximal 4 Wochen hier aufbewahrt. In den mehr als 20 Jahren, die Muharrem Warka am Hauptbahnhof arbeitet, hat er viel Skurriles, aber auch Bewegendes erlebt. Wir haben auch Fundsachen mit ideellem Wert, wie zum Beispiel Fotoalben oder auch Stofftiere. Da hatten wir jetzt zum Beispiel eine Fundsache gehabt, eine Maus von der Sendung mit der Maus. Die Mutter hat dann schon direkt auch angerufen, dass die Maus vermisst wird. Die haben wir dann Gott sei Dank sicherstellen können. Die wurde dann auch von meinen Mitarbeitern wunderschön verpackt. Das Kind hat sich dann sehr gefreut und die Mutter natürlich auch. Der Karton hat dann auch einen Platz bekommen im Zimmer. Infos zu vermissten Gegenständen gibt es auch im Internet auf der DB-Seite. Hier sind etwa 2,5 Millionen Verluste registriert. Online können Gegenstände ab einem Wert von mindestens 15 € gemeldet werden. Wenn jemand seine Fundsache oder seinen Besitz wieder abholen möchte, muss er es entweder ganz gut beschreiben können, was es war oder was der Inhalt in der Tasche war. Oder wenn es ein Handy als Beispiel ist, muss er seine PIN-Nummer dabei haben. Am besten noch die Gerätenummer, weil die überprüfen wir immer mit. 5 € Bearbeitungsentgelt und einen Ausweis oder Reisepass zur Legitimierung. Finder sind laut BGB übrigens verpflichtet, Gefundenes unverzüglich im Fundbüro oder bei Mitarbeitern der DB abzuliefern. Sie sollten sich den Fund bestätigen und freiwillig ihre Adresse hinterlassen, auch weil es möglicherweise einen Finderlohn gibt. Und den gibt es, wenn der Gegenstand einen Wert von mindestens 50 € hat, der Finder nicht Mitarbeiter der DB, einer Tochtergesellschaft oder eines Vertragsunternehmens ist und der Finder nicht im Voraus auf den Finderlohn verzichtet hat. Aber zurück zur Fahrradversteigerung. Hier warten bereits die Schnäppchenjäger, denn es kann sich lohnen. Die Preise beginnen je nach Zustand des Rades bei 10 €. Die Termine werden im Internet und auf Social Media publiziert. 130 zum ersten, 130 zum zweiten, 130 € verkauft, bitteschön. Auch wenn diese Fahrräder nicht mehr zu ihren eigentlichen Besitzern finden, die allgemeine Rückführungsquote der Fundsachen an ihre rechtmäßigen Eigentümer liegt bei immerhin rund 60%. Bei Notebooks sogar bei fast 90%. Es gibt sie also noch, die ehrlichen Finder. So, jetzt haben wir das Fundbüro bei der Bahn ausführlich kennengelernt. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen ausweiten auf die anderen Fundbüros. Hat man als Finder generell Anspruch auf Finderlohn? Ja, das steht im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch. Und da steht das eben drin, dass ich Anspruch habe, entschädigt zu werden für meine Ehrlichkeit. Und da bekomme ich, ja, wenn ich etwas finde, 5% vom Wert bis 500 €. Und wenn die Sache mehr als 500 € wert ist, dann kriege ich über den Mehrbetrag 3%. Also wenn ein Ring jetzt 5.000 € wert ist, den ich auf der Straße finde, bling, bling, kriege ich 5% von 500 € und von 4.500 € davon dann 3%. Und den kann ich sogar einklagen, den Anspruch. Sollte der Verlierer
nicht fair sein und mir keinen Finderlohn geben wollen. Interessant, wusste ich nicht. Aber das ist eben interessant, wenn man Sachen in öffentlichen Verkehrsmitteln findet, dann gibt es weniger. Da hat der Gesetzgeber das anders geregelt. Da gibt es sowieso erst einen Finderlohn ab einem Wert von 50 € und dann ist der gesetzliche Finderlohn noch einmal um die Hälfte gekürzt. Also Komisch. Lieber was auf der Straße finden, da gibt es mehr. Okay, guter Tipp. Wie schnell muss ich denn einen gefundenen Gegenstand abgeben? Im Gesetz steht drin unverzüglich. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ich die Uhr jetzt finde oder den Ring auf der Straße, dass ich sofort zur Polizei rennen muss, sondern ich darf meinen Weg natürlich fortsetzen. Vielleicht muss ich gerade in die Schule oder zum Arbeitsplatz, dann darf ich es mitnehmen. Aber danach möglichst sehr rasch ins Fundbüro, zur örtlichen Gemeinde oder zur Polizei und diesen Gegenstand abgeben. Oder natürlich direkt den Verlierer informieren, soll es eine Brieftasche sein, okay, mit dem Ausweis drin, dann rufe ich den natürlich an oder schreibe ihm eine E-Mail, vielleicht steht ja auch sowas mit in der Brieftasche drin. Ich darf das aber auch liegen lassen, ne? Ja, man muss nichts nicht finden. finden. Man muss nichts finden, wenn man den Ring sieht und denkt, ach, die Schere rein will ich nicht haben, kann man einfach weitergehen. Das ist nicht nett. Ist nicht nett. Ist nicht nett, aber nicht strafbar. Da lässt sich sogar der Jurist drauf ein, nicht nett. Wechseln wir mal die Seiten als Verlierer. Was muss ich sperren lassen, was muss ich melden, wenn ich merke, ich habe Portemonnaie, Schlüssel, alles, was verloren. gefährlich werden könnte, natürlich Handy. alle Karten sperren lassen, Kreditkarte, EC-Karte, gleich die Bank anrufen. Ja. Und wenn ich ein Handy habe, dann auch diese Karte, also die Karte vom Handy sperren lassen. Und wenn ich einen Schlüssel verliere, wo womöglich irgendwie meine Adresse mit dranhängt, sowas machen ja Leute, was nicht gut ist, dann natürlich auch sofort das Schloss auswechseln, beziehungsweise den Vermieter informieren. Ich habe meinen Schlüssel verloren, habe dummerweise meinen Absender mit dran geschrieben. Das ist also keine gute Idee, das zu kombinieren. Okay. Wenn ich nicht weiß, wo ich was verloren habe, Bahn, Flughafen, öffentliches Fundbüro, muss ich alles einzeln abklappern? Ja, man muss jetzt erstmal das Fundbüro vor Ort mal anfragen oder wenn ich weiß, ich war in einem Bus, in der Bahn, dann auch da mal fragen. Aber mittlerweile sind die auch teilweise gut vernetzt. Wir haben das auch im Beitrag eben gesehen. Also es lohnt sich gleich mehrfach seine Frage nach einem verlorenen Gegenstand zu streuen. Und so hat man vielleicht Glück, dass man an einen ehrlichen Finder gerät. Okay, also man kann auch online, gibt es jetzt so Suchmasken, da kann man es auch eingeben natürlich Genau. und das versuchen. Wie ist es mit der Haftung, wenn ich was verliere, was mir gar nicht gehört? Da könnte die private Haftpflichtversicherung helfen, wenn dieser Passus mit drin ist. Zum Beispiel den Schlüssel, den ich vom Vermieter verliere. Als Mieter ist er nur geliehen quasi. Stimmt, ja. Nicht geliehen, ich habe ihn gebrauchsüberlassen. Oder ich leihe mir von einem Freund eine Kamera und verliere die. Dann kann es sein, da muss man das Kleingedruckte lesen, seiner privaten Haftpflichtversicherung, dass dieser Verlust abgesichert ist. Okay, darf ich oder würden Sie Sachen mit einem Tracker ausstatten, also dass ich die suchen kann? Grundsätzlich ist nicht verboten. Viele machen es mittlerweile bei ihren Haustieren oder auch bei aufgegebenem Fluggepäck. Aber da auch immer noch mal kurz Rücksprache mit der Fluggesellschaft halten, ob das von denen aus erlaubt ist. Okay. Gesetzlich ist es erlaubt, aber manche Fluggesellschaften sehen das noch nicht ganz so gern. Okay, vielen Dank, Herr Rodriguez. Dankeschön. Also, habe ich doch viel gelernt jetzt. Es gibt einen Rechtsanspruch auf Finderlohn, wusste ich nicht. Also ich darf keinen Fund unterschlagen natürlich, aber durchaus den Schlüssel auf der Straße liegen lassen. Ist natürlich nicht nett. Und wenn ich was vermisse, cool bleiben, Karten und Handykarten sperren lassen und auf zum Fundbüro.